Heute ist der 27. Juli 2025. Und es geht weiter mit dem Talmud Emanuel. Gut. Und zwar, letztes Mal hatten wir über die Speicherbänke unter anderem gesprochen. Und ich lese hier wieder kurz was vor. Emanuel alias Jesus Christus. Emanuel, der durch den außerirdischen Wächterengel respektive Himmelssohn Gabriel gezeugt wurde, wurde unter gleichem Namen geboren und hat nie den Namen Jesus Christus getragen, denn dieser wurde ihm erst später durch das aufkommende und irregeleitete Christentum angedichtet. Und da wollte ich fragen, es kommt später auch noch häufiger, wird das noch ein bisschen mehr erklärt, aber warum das so wichtig war, beim Semjasa war das ja auch schon, dass der dieses Menschengeschlecht über Adam gezeugt hatte und gegründet hatte im Grunde, warum das so wichtig war. Das ist ja einfach, hat sich so ergeben. Das ist nicht wichtig gewesen. Ah, okay. Der Ursprung, wie soll ich sagen? Der Ursprung von der Familie hat wirklich keine Rolle gespielt. Oder vom ganzen Geschlecht bis auf den Ursprung retour, das hat keine Rolle gespielt. Wie sie jetzt auch keine Rolle spielt. Du bist einfach auch gezeugt worden von irgendwelchen Eltern, wo der Ursprung, wie das entstanden ist, die ganze Linie bis zu dir, das ist ja gar nicht wichtig. Ja, das Gefühl habe ich auch. Es ist aber, das kommt dann etwas später, Seite 18. Das Handeln bei der Zeugung Adams durch Semjasa, des Vetters des Hauptredelsführers gleichen Namens, war eine eigenwillige und vom Ishwish Arus missbilligte Angelegenheit, wobei jedoch der als eine Zwischenpersönlichkeit der Nokodemion-Linie in Erscheinung getretene Semjasa aus dem Grunde einer Vorschau heraus handelte, durch die er die fernere Zukunft kannte, was er jedoch dem Ishwish erst nicht, sondern erst später offenbarte. Also war seine Handlungsweise trotz des Verstoßes wider des Ishwish Anordnung doch richtig. Ja, es ist einfach eine Geschichte, eine Lebensgeschichte oder eine Herkunftsgeschichte aufgeführt, aber die ist gar nicht wichtig. Okay. Wer der Ursprung ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist einfach genannt worden, weil man das noch gewusst hat, man hat das noch gekannt und so weiter und so fort. Und bei dir zum Beispiel einfach kann man alles nachweisen bis dort und dann nachher ist alles in der Luft, weisst nicht, was früher war. Ja, also ob da Wenn du deine Lebensgeschichte musst erzählen, dann magst du dich einfach noch an das und dieses und jenes erinnern und vieles ist einfach weg. Und das, was du noch in Erinnerung hast, und das fragt sich jemand danach, tut es aufschreiben, dann ist das einfach schriftlich festgelegt. Oder? Aber es ist ja gar nicht wichtig. Es ist einfach das, was du dich noch magst erinnern. Genau wie da haben sie sich noch mögen erinnern, aber es ist nicht wichtig, woher das gekommen ist. Wer der eigentliche Ursprung ist. Wichtig ist das, was du heute bist, was du heute machst. Nicht das, was früher war. ja, ich sehe das genauso, aber auf diesem Planeten ist so, ja,
also ob das jetzt die Royals sind oder Könige oder Aristokraten, eben. die halten sich was fürs Besseres. Ja, in der Regel ist das auf unserer Erde halt sehr weg. Dass wenn irgendetwas erzählt wird, man geht retour bis dorthin, wo man die Sache noch weiss, wo man sich mag erinnern. Oder wo es aufgeführt ist, dann und ja. Ja, und wenn man sich überlegt, wie Könige an die Macht kommen oder Kaiser, dann zeigt sich meist, dass sie die gar nicht die Hochwohlgeboren sind, sondern sie hatten eine Armee. Ja, es ist eigentlich eine Machtdarstellung, wenn du das richtig anschaust, oder? Ja. Dann ist es eine Machtdarstellung, eine Fortsetzung von Macht, dann und dann und dann, und führt dort und dort und dort hin, zurück auf diejenige Person oder auf weiss ich was. Ja, genau, dass man sagen kann, also bei einer Monarchie wird es halt vererbt. Ja, genau. Aber jetzt auch in der Demokratie, so, ich habe die größere Armee, ihr müsst das tun, was ich will. Und das ist seit alters her so auf der Erde. Ja. Wo man immer nachgeforscht hat, was ist früher gewesen, was ist früher gewesen, was ist früher gewesen. Von dem und diesen und jener Person, von dieser Familie und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich gar nicht wichtig. Es geht ja einfach nur um eine Abstammung, oder? Wo der Mensch abstammen tut von denen und das kann man einfach zurückverfolgen, so und so weit. Und wenn es halt dann fertig ist, wo man nicht mehr nachweisen kann, wer voran war, ja nu, dann ist es halt so. Ja. Also und das, ja, und was ich noch will sagen dazu, es ist einfach wichtig, für diejenigen, die es dann können, sagen, Macht, oder? Ja, für die Macht haben, für die ist das wichtig. Ja. Und das betont. Das ist im normalen Bürger eigentlich, Schnurz, es ist so lang wie breit. Ja. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, was der Mensch in dem Leben macht. Was er ist, wie er sich zu der Welt stellt, zu der Natur stellt, zu der Schöpfung stellt, oder? Weißt du, Natur, also, wie er das sieht und danach lebt und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Nicht das, was, 1000 Jahre voran war, oder 500 Jahre voran war, oder 2.000 oder 3.000 Jahre voran war, das ist gar nicht mehr wichtig. Dann ist das auch eben schon wieder Indoktrinierung, wenn man jetzt, sagen wir mal, in eine sehr reiche Familie geboren wird und ja, dein Großvater war der und der und der und der, dass da auch diese Überheblichkeit. Richtig, es ist eine Überheblichkeit. Es ist eine Überheblichkeit, weil dann nämlich Macht ausgeübt wird auf das hin. Ja. Oder? Aber es ist eigentlich grundsätzlich nicht wichtig. Wichtig ist der Mensch, was er im momentanen Leben macht, was er gemacht hat in dem Leben, was wichtig war für seine Entwicklung und so weiter und so fort und was er gegenwärtig macht und für die Zukunft schaffen tut. Das ist wichtig. Nicht das, was ein paar Jahre oder ein paar 100 Jahre oder weiss ich, wie viel Retour ist. Ja. Oder? Gut. Und dann kommt einfach das dazu, oder? Ich bin der und der, oder? Ich bin eine wichtige Persönlichkeit, oder? Meine Vergangenheit beruht auf dem und dem von meinen Vorfahren und so weiter und so fort. Das ist wirklich grundsätzlich nicht wichtig. Ja. Wichtig ist immer nur das, was der Mensch ist, was er aus sich gemacht hat, was er leisten tut und was sich da fortschrittlich kann weiter ergeben und sogar kann in die Zukunft tragen. Ja. Das ist wichtig. Ja.
Ja, gut. Das kommt vielleicht jetzt noch ein bisschen später, aber ich will es trotzdem schon fragen, bevor ich es sonst wieder vergesse. Und zwar, die Nokodemion-Linie geht ja eben, das Nokodemion ja schon in Arhat Atasata war in dem Bereich. Und kann das sein, dass das sozusagen, weil da dieser Ratschluss, wie es heißt, von Arhat Atasata war, dass es okay ist, wenn dann... Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Es ist einfach sehr weg beschlossen worden. Ja. Aus welchen Gründen kann ich dir auch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht orientiert drüber. Ich weiß einfach, das, was der Nokodemion gebracht hat, schon bevor er gestorben ist von Wichtigkeit für den Mensch, dass er das lernen tut und weitergeben tut. Ja. Oder die Wichtigkeit für das, dass der Mensch etwas kann aus sich machen oder etwas aus sich machen tut, was richtigerweise muss sein. Also nicht Falschheiten, nicht Fehler und so weiter, sondern dass er seinen Kopf braucht, denken tut, lernen tut und aus dem Lernen ein Mensch macht, der sagt, es ist ein wahrer Mensch. Einer, der sich interessiert, nach dem zu leben, was richtig, was positiv ist. Ja, meine Frage ist, natürlich die Person Nokodemion als welche Verschwörung auch immer spielt, aber dass es geführt oder geleitet wird im Grunde diese Missionen von Arhat Atasata. Nein, das macht der Mensch nachher selber. Das ist einfach, grundsätzlich ist das erstellt worden durch diejenigen, die maßgebend sind. Und das läuft einfach weiter in Zukunft, ohne dass der Hintergrund maßgebend ist. Dann das, was momentan gemacht wird, was in Zukunft gemacht wird und so weiter und so fort. Das ist vom Mensch selber gemacht. Ja, das Weiterführen der Lehre. Richtig. Da auf jeden Fall. Richtig. Aber dass diese Samen sozusagen gesetzt werden. Ja, wo das ist und genau wann. gleich, wenn du einen Samen setzt von einer Blume, oder? Und dann wächst die und gibt wieder die Nachkommen. Es gibt also wieder Samen aus den Blumen raus, entstehen wieder neue Samen, die wieder Nachkommen bringen. Passiert wieder genau dasselbe und wieder passiert und passiert wieder. Immer wieder. Ja, und da habe ich das Gefühl, dass das so eben, wie soll ich sagen, ja, und die Blume sozusagen übersehen, also nicht geleitet wird, aber so Arhat Atasata sozusagen, ja, da müsste Wissen sozusagen gepflanzt werden. Es führt einfach auf den Samen retour. Ja. Ja. Und heute interessiert sich keiner mehr, was vor 100 Jahren ein Samen gesetzt ist für eine Blume, wo heute Nachkommen hat. Wo sich vermehrt hat. Einfach aus einem Samen, der gesetzt worden ist. Ja. Es hat sich einfach vermehrt. Es ist eine Blume, eine Duftblume zum Beispiel, wo ihren Duft verbreitet tut, oder? Wo sich der Mensch kann erfreuen daran, der wirklich Freude hat daran. Und er fragt nicht, was ist der Samen gewesen? Es ist einfach ein Samen gewesen und der hat sich endlos vermehrt. Und da genau beim Nokodemion, er ist halt der Mensch gewesen, der dort mal das aufgegriffen hat. Und der hat sich übertragen auf den Nächsten, und wieder auf den Nächsten, und wieder auf den Nächsten, und wieder auf den Nächsten. Ja. Und wenn es heisst, auf Nokodemion, Linie, das heisst noch gar nicht,
dass Nachkommen vom Nokodemion sind, sondern einfach, die Linie heisst, es ist das, was gelernt worden ist vom Nokodemion. Das heisst nicht, dass das ein urferner Nachkommen vom Nokodemion ist, sondern du musst das richtig verstehen, wenn es heisst, es ist auf der Linie vom Nokodemion, dann heisst das noch lange nicht, dass das aus seinen Nachkommen bis dann gsi sind, sondern einfach Nachkommen kannst du einfach ausschalten, oder? Dann die Linie zum Nokodemion, das ist nicht der Mensch, sondern das ist die Lehre. Ja, und darauf ziele ich auch so ein bisschen ab. Aber was ich versuche zu fragen, ist, dass eigentlich das so ein wahres Wissen, Transfer ist, wie die Wirklichkeit wirklich ist, von Arat Atasata auf die Menschen. Natürlich, die haben das einfach sehr weg, wie soll ich sagen, sehr weg konstruiert oder angereist oder wie dem willst du sagen, wenn du etwas in Angriff nimmst, dass es weiterlaufen tut. Oder? Ja. Es ist also einfach eine Weiterführung. Eine Weiterführung tust du anreisen, du bist der Ursprung dafür, dass dieses und jenes weiterlaufen tut, dass es gemacht wird. Ja. Das heisst also nicht, dass wie soll ich dir sagen, dass es wird ein Plan gemacht und der wird dann umgesetzt. Ja, im Grunde. Genau. Ja. Und wer das macht, ist ja dann wurscht. Aber es ist einfach einer auserkoren worden, wo der Anfang gemacht hat, weil er schon vor dem, dass er in die Ebene Arahata Tersata hineingegangen ist, sich mit dem befasst hat. Und dann ist es logisch, dass man jemanden nimmt, der bereits auf dem Gebiet Erfahrung hat, oder? Das ist genau gleich wie hier auf der Erde, oder? Du nimmst jemanden, wo etwas soll werken oder etwas soll erzählen oder weiss ich was, wo Erfahrung hat damit. Du nimmst nicht einen absoluten Laien, oder? Du nimmst jemanden, der etwas versteht davon. Ja. Besser, und derjenige Mensch führt dann das weiter und aus dem raus entsteht wieder jemand anderer, wo sich befassen tut damit, wo ernsthaft sich befassen tut damit und er trägt es wieder weiter. Und dann kommt wieder der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und der Serweg läuft das. Aber wenn die Rede ist davon, es ist aus der Nokodemion-Linie, dann ist nicht Persönlichkeit gemeint, sondern es ist die Lehre gemeint. Ja. Die Linie ist die Lehre, nicht Persönlichkeit. Ja. Ja. Das wird grundsätzlich falsch verstanden. Ah ja. Ja, der Persönlichkeit das ist einmalig immer. Das ist einmalig und nachher kommt der Nächste, der Nächste, der Nächste. Und dann kann aus der Nachkommenschaft jemand sein, es kann etwas völlig Fremdes sein und so weiter und so fort. Das hat mit der Grundpersönlichkeit hat überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es hat nur mit der Linie zu tun. Ja. Wenn es heisst, aus der Linie vom Nokodemion, dann ist damit gemeint die Lehre. Und die Lehre ist weitergetragen worden bis zur heutigen Zeit. Auch wenn sie in einem anderen Universum, in einem Paralleluniversum entstanden ist. Ja. Da spielt ja gar keine Rolle wo. Ja. Wichtig ist, dass die Lehre laufen tut. Und die Hoffnung ist, dass es sich in alle 7 Dimensionen
hinein verbreitet irgendwann. Und das ist auch so. Das ist zwangsläufig so. Ja, okay, dann ist gut. Nur in einem anderen Paralleluniversum ist es dann wieder eine andere Persönlichkeit. Ja, natürlich. Oder? Das ist klar. Wo wieder die gleichen Gedanken hat, die gleichen Erkenntnisse hat und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist in jedem Universum ist Evolution. Und die Evolution ist das, was das bringen tut, was wir jetzt da lernen und lehren. Ja. Nur da ist jetzt halt das gekommen aus dem Paralleluniversum, aus dem Ankar-Universum, ist es da übergebracht worden. Und da wird es halt seit alters her weitergeführt. Es ist nicht da entstanden, sondern es ist halt dort entstanden im Ankar-Universum. Ja. Ja. So ist es. Ja. Du siehst, wo du auch hergehst auf der Welt, in welches Land du auch immer gehst, da hat es irgendjemand, wo einen Haufen Erkenntnis gemacht hat, wo das lehren tut. Aber der Erdling ist so, er kann nicht bei dem bleiben, was wirklich der Ursprung ist, was gelehrt wird, sondern er tut einfach alles verdrehen. Ja, genau. Und bei uns heisst es dann Religionen, Glauben. Ja. Da kommen wir gleich zu. Hier heißt es dann weiter, Immanuels Wirken als Prophet. Und weil da eben viel drüber spekuliert wird, wollte ich da gern kurz mit dir drüber sprechen. Immanuel begann bereits im Alter von 7 Jahren, sich offen in seiner näheren Umgebung seiner Mission zu widmen, wobei er jedoch erst im Alter von 10 Jahren weitere Kreise um sich zog. Später im Alter von 14 Jahren gelangte er durch Gabriel, durch seinen Zeugungsvaters Hilfe nach Indien, um dort während einiger Jahre sich verschiedenen Lehren zu widmen. Wonach er im Alter von rund 18,5 Jahren mit einer Karawane in die Heimat zurückkehrte und seine Mission weiterführte, worüber jedoch keine Aufzeichnungen gemacht wurden. Solche entstanden erst durch Judas Iskariot während Immanuels größter Wirkungszeit und bis kurz danach. Also hat er, ich nehme mal an, dass er auch in buddhistischen Kreisen sich aufgehalten hat, in Indien, um dort zu lernen. Ja. Und Islam gab es ja noch nicht. Nein. Und Das ist erst vor etwa 1600 Jahren. ja, ja. Und dass er dort gelernt hat, um Wissen anzusammeln, Ja. um dann nachher, Und der Islam, der ist ja auch wieder aus dem entstanden, was der Immanuel gebracht hat. ja, oder Mohammed dann, ne? Ja. Also als spätere Persönlichkeit. Und da hat man auch wieder etwas daraus gemacht, was nicht wirklich war. Ja. Ja, ohne die genaue schriftliche Fixierung ist es eigentlich unmöglich. Mündliche Überlieferung, das geht genau immer den Bach runter. Ja. Das ist genau das, oder? Da wird, statt dass derjenige etwas schriftlich festhalten tut, wo die Lehre bringt, oder? Ist nichts gemacht worden, weil mal Menschen noch nicht so wie sie sind, dass eine Schrift gelernt haben, das haben können aufschreiben. Das sind Einzelne gewesen. Und die haben vom Hören sagen und Hören sagen und nochmal Hören sagen, haben sie das in ihrem Kopf umgewälzt und haben es dann nach ihrem Sinn geschrieben. Das heisst, es ist nochmal verfälscht worden.
Ja. Es ist schon x-mal verfälscht worden, von dort her, vom Anfang an, bis zu dem Punkt, wo jemand gekommen ist, wo das dann aufgeschrieben hat, nach dem seinem Sinn. In der Zwischenzeit ist unzählige Mal das dazu gedichtet worden, das geändert worden und so weiter und so fort. Es ist nicht das geschrieben worden von demjenigen, wo das gebracht hat. Dazumal ist es auch nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht gang und gäbe gewesen, dass derjenige, der etwas gebracht hat, das auch schriftlich gemacht hat. Es ist nur mündlich gemacht worden. Und das Mündliche, das hat eben dazu geführt, dass es dann von denen, wo es dann aufgeschrieben haben, übernommen ist, was andere gesagt haben, wo x-mal bereits dazu gedichtet, abgeändert, verfälscht und so weiter worden ist. Und dann zusätzlich noch von dem, wo es geschrieben hat. Oder? Ja. Und dem wird jetzt entgegengeschaffen. Ja, die Fähigkeit zu lesen ist schon eine große Macht. Ja, richtig. Weil Richtig. im Mittelalter hatte halt die Kirche Monopol auf Lesen und Schreiben im Grunde, Ja. über die Priester. Ja. Und dann war das Ganze noch lateinisch, was also fast keiner dann konnte. Ja, somit wenigstens da im europäischen Raum. Ja. Und tun, das sind alte Sprachen gewesen, wo sie alte Sprachen aufgeschrieben worden sind, oder? so konnten sie nicht von der Bevölkerung konfrontiert werden, Ja, genau. aber ob das überhaupt stimmt, was sie da sagen. Ja. Weil sie es ja selbst nicht lesen konnten. Das ist ja unmöglich gewesen. Dazumal haben nur sehr, sehr, sehr wenige haben, so viel im Kopf gehabt, dass eine Sprache gelernt haben, zu schreiben. Ja. Das sind herzlich wenig gewesen. Ja. Und das führt letztendlich auch zum Niedergang der Religion, weil wenn man dann, es fehlt natürlich noch an kritischem Denken, aber so wie das einsetzt, kann man ja einfach sehen, das ist einfach Blödsinn, was da steht. Ne? Ja. Ob es die Bibel ist oder dann der Koran. Ja, das ist- da alles voller Widersprüche. Ja, das ist das. Es ist einfach das geschrieben worden, was derjenige aus dem gemacht hat, wo ihm andere gesagt haben. Er hat's nach seinem Dings, nach seinem Verstehen oder nach seiner Fantasie geschrieben. Ist also noch einiges verändert worden. Ob's noch von dort her, wo es passiert ist, unzählige Mal geändert worden ist, herfantasiert worden ist, wegfantasiert worden ist, wieder herfantasiert worden ist, bis zu demjenigen, wo es dann geschrieben hat. Auch wieder nach seinem System, nämlich alles zusammen einfach so schreiben, wie er es wieder verstanden hat. Ja, und zusätzlich gab es eben im Christentum diese Konzile, wo sie gewisse Dinge verboten haben. Ja, Was war in den Schriften und nee, jetzt gilt's nicht genau. mehr. Genau. Das kann ja auch nicht sein. Ja, weißt du, da ist denjenigen, die das geschrieben haben, ist nachher von anderen wieder geschrieben worden. Und dort ist, ja, das darf man ja nicht schreiben und so weiter und so fort. Und dann hat man das wieder denen weggenommen, die es geschrieben haben, oder? Und die anderen haben wieder etwas Neues geschrieben. Ja. Oder sie haben wichtige Dinge gestrichen, Ja, wodurch dann Eben, Wissen eben. verloren geht. Das meine ich ja. Ja. Oder? Da hat es einfach geheißen, das darf man nicht schreiben oder das kann man nicht schreiben, das glauben die Leute nicht und so weiter und so fort, oder? Ja. Und das kann es eben nicht mehr, wenn es dann original geschrieben wird von demjenigen, der es lehren. Ja. Wobei es da Da natürlich, kannst du immer auf das Original zurückgreifen. ja, das ist gut,
Aber Ja, aufgrund es der wird trotzdem gemacht. Es wird trotzdem gemacht, aber und darum ist es ja geschrieben, dass du wieder kannst beim Ursprung schauen, wie ist es wirklich gewesen. Nur wenn du selber schreiben tust, was du zu sagen hast, kann es überliefert werden, 1000 Jahre oder 10.000 Jahre. Auch wenn dieses und jenes verfälscht wird. Man kann immer auf das retour gehen, was du als Urschrift geschrieben hast. Ja, aber bei deinen Schriften wird das auch so sein, dass sich Leute über die Interpretation gewisser Punkte streiten werden. Ja, das ist ganz Weil, automatisch. Das ist ganz automatisch. Du kannst nicht etwas so auslegen, dass nicht andere kommen und das leider nicht verstehen, nicht können nachvollziehen. Aber Bedingung ist halt eben, wenn du etwas lesen tust, dass dem in deinem eigenen Denken nachgehst. Und schaust, was ist geworden. ja, das Verständnis entwickelt sich auch über die Zeit, weil man liest es das erste Mal Ja, und hat halt ein Teilverständnis. ja. Und dann liest du es nochmal und dann merkst, okay, Ja, das hatte ich gar nicht verstanden. genau. Man Und glaubt es verstanden das, zu haben. das findet eben da statt, Ja, im Kopf. ja. Aber da nützt dir Skidenken nicht, sondern das Richtigdenken, selbstständig denken. Skidenken ist immer ein Einfluss von außen und das ist und bleibt Gläubigkeit. Ja. Das macht alles kaputt, diese Ja. Glaube.